Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Cell und heute zeige ich euch, wie man die Fat-Version der PS3 wieder zusammenbaut. Wie man sehen kann, habe ich alles gründlich gereinigt, da es sehr verstaubt war, und 24 Stunden trocknen lassen. Zuallererst erneuere ich die Wärmeleitpads, die sind sehr abgenutzt und erfüllen somit ihren Zweck nicht mehr. Nun tue ich die Festplatte wieder in das zugehörige Fach und schraube es mit 4 Schrauben fest. Als erstes setzen wir den Lüfter wieder in den Rahmen ein, diesen befestige ich mit 3 Schrauben. Als nächstes nehmen wir das Unterteil der PS3 hervor und setzen die Kühlkörper wieder ein. Dann kommt auch der Lüfter mit dem Rahmen wieder rein. Der Stromschalter wird wieder in die hintere Leiste eingeschoben und in das Unterteil der PS3 eingesetzt. Das wird dann mit 4 Schrauben befestigt. Danach nehmen wir uns die untere Metallplatine und setzen sie ordnungsgemäß wieder ein. Dort bringen wir die beiden Wärmeleitpads an. Nun kümmern wir uns um die Wärmeleitpaste. Diese kann man entweder in einer X-Form oder als einen Punkt in der Mitte auftragen. Hier nicht zu viel verwenden. Das Motherboard legen wir jetzt umgedreht vorsichtig auf die Metallplatine. Darauf kommt jetzt die andere Metallplatine, wo wir nun die Platinenhalterung mit 4 dicken Schrauben befestigen werden. Hier drücke ich noch etwas drauf, um die Wärmeleitpaste darunter zu verteilen. Als nächstes setzen wir den Festplattenkäfig sowie die Wi-Fi-Bluetooth-Bordantenne und das dazugehörige Kabel ein. Jetzt muss alles nur noch mit insgesamt 12 Schrauben befestigt werden. Nun setzen wir die Festplatte wieder ein und auch das Laufwerk. Hier müssen wir den Clip hochklappen, das Flexkabel reinstecken und den Clip wieder schließen. Auch das Kabel vom Laufwerk und des Stromschalters wieder reinstecken. Danach setzen wir das Netzteil ein und stecken das hintere Kabel wieder rein. Das Netzteil wird jetzt mit 5 Schrauben, jeweils einer kurzen und 4 langen Schrauben befestigt. Anschließend wird das vordere Kabel reingesteckt. Als nächstes tun wir den inneren Deckel wieder drauf. Dieser wird jetzt mit insgesamt 7 Schrauben, darunter 6 lange und einer kurzen Schraube befestigt. Die kurze Schraube kommt dort rein, wo ein S zu sehen ist. Nun kommt der obere Deckel drauf, den wir etwas abstehend drauflegen, von der Seite reinschieben. Jetzt wird die Festplatte mit der blauen Schraube und der Deckel mit der letzten Schraube befestigt. Dort kommt auch die Gummidichtung wieder drauf und der Deckel für die Festplatte ebenfalls. Zu allerletzt wird der Aufkleber angebracht und mit einem Föhn erhitzt, sodass er auch richtig klebt. Wie man hören kann, ist die PS3 sehr leise geworden.
Das war's mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Like da und kommentiert, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal.